Der X90L ist sowas wie das mittlere Kind in Sonys LCD-Line-Up. Er hat zwar noch keine Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung, aber immerhin Full Array Local Dimming und es gibt ihn in bis zu 98 Zoll. Hallo, hier ist Fitus von HiFi.de und was der X90L kann, beziehungsweise für wen er die richtige Wahl ist, erfahrt ihr in diesem Video. Denn, Spoiler Alert, wir waren wirklich positiv überrascht. Und klar, 98 Zoll ist gewaltig, aber natürlich auch nicht gerade günstig. Deshalb interessiert uns, welche Größe sucht ihr eigentlich? Also schreibt's unten in die Kommentare. Und wenn ihr schon unterhalb des Videos seid, dann zeigt natürlich gerne auch eure Unterstützung mit Abo, Glocke und Daumen nach oben. Im HiFi.de Testlabor steht ein 65 Zoll Gerät mit der genauen Bezeichnung Sony XR65 X90L AEP. Außerdem gibt es den Bravia TV noch in 4 anderen Größen von 55 bis 98 Zoll. Wobei der 98 Zoller verständlicherweise einen anderen Rahmen hat, um eben auch stabil genug zu sein für die 2,5 Quadratmeter Bildschirmfläche. Der X90L hat einen minimalistischen Rahmen, gehört allerdings mit knapp 6 cm Tiefe zu den dicksten aktuellen Flachbildfernsehern. Die Verarbeitung ist hervorragend und die Anschlüsse lassen sich hinter einer Abdeckung verstecken. Praktisch können auch die Standfüße sein, da man sie auf 3 verschiedene Arten montieren kann. Schmal, ganz außen und etwas erhöht. In der höheren, sogenannten Soundbar-Position ist für Soundbars bis zu einer Höhe von 8 cm genug Platz, was 95% der Soundbars abdeckt. Die Bildqualität vom X90L ist, gerade wenn man kaum etwas umstellt, richtig gut. Wir haben lediglich den Bildmodus zu Anwender gewechselt, was quasi Sonys Pendant zum Filmmaker-Mode ist, und voilà! Man hat ein tolles Bild. Das kommt durch das VA LCD Panel mit einem wirklich gut angesteuerten Full Array Local Dimming Feature mit 80 Zonen zustande. Vergleicht man den X90L mit einem Sony Mastering Monitor und einem konkurrierenden Fernseher, in diesem Fall ein Samsung Neo QLED QN95C, dann sieht man direkt die Unterschiede beim Blooming. Gerade bei einem Abspann fällt das deutlich auf, auch wenn das jetzt ein fieses Beispiel ist. Grundsätzlich ist die EOTF des X90L wirklich vorbildlich. Das sieht man am meisten bei sehr hellen kleinen Highlights, die dann mit bis zu 1300 Nits leuchten. In diesem Vergleich sieht man auch noch 2 große Unterschiede in der Beschichtung. Denn man sieht mehr Spiegelungen auf dem Sony-Fernseher, aber dafür keinen Regenbogeneffekt und der Betrachtungswinkel ist deutlich enger, da Sony die X-Wide-Angle-Beschichtung dem teureren X95L vorbehält. Der Fernseher hat nicht nur eine große Farbraumabdeckung, sondern die Farben sind, wie diese Messung zeigt, auch ziemlich exakt ab Werk kalibriert. Mit einem echt guten Tone-Mapping sehen High Dynamic Range Inhalte somit wirklich gut aus. Und dafür unterstützt der X90L ja auch alle relevanten HDR-Formate. Die Bildverarbeitung ist und bleibt eins der Argumente für Sony-Fernseher und auch beim X90L überzeugen Upscaling oder Zwischenbildberechnung. Damit können bewegte Bilder auf dem 120 Hz Panel optimiert werden, sodass diese flüssig und scharf sind. Der X90L hat 2 HDMI 2.1 Anschlüsse, mit denen die volle 4K-Auflösung bei 120 Hz von einer Konsole kommen kann. Mit dem Gaming-Schnellmenü kann man jetzt auch deutlich einfacher als zum Beispiel bei den Vorgängern die Variable Refresh Rate aktivieren. Nur auf Dolby Vision in 4K mit 120 FPS muss man verzichten, was jetzt aber auch echt kein Weltuntergang ist. Im Gegensatz zu anderen Fernsehern mit Full Array Local Dimming gibt es beim Sony übrigens keine Einschränkungen im Spielemodus, was das Local Dimming und somit auch die Bildqualität angeht. Der Spielemodus ist auch ziemlich neutral voreingestellt, nur könnte das Input-Lag von 22 Millisekunden etwas geringer sein, was aber immer noch ein guter Wert ist.
Der Sony X90L hat quasi alle relevanten Anschlüsse und die sind auch alle zur Seite hin ausgerichtet. Einer der beiden HDMI 2.1 Anschlüsse dient gleichzeitig als Enhanced Audio Return Channel und der Fernseher hat auch einen speziellen Klinke-Anschluss, aber dazu gleich mehr beim Klang. Der Sony-Fernseher setzt auf Google TV mit einer riesigen Auswahl an Apps und intuitiver Bedienung. Hier hat sich im Vergleich zum letzten Jahr kaum etwas getan, was aber auch nicht schlimm ist. Es gibt zwei verschiedene Fernbedienungen, je nachdem, ob man den TV eher per Sprachsteuerung Smart oder klassisch steuern will. Beides hat bei uns übrigens super funktioniert. Obwohl es noch gar nicht das Beste ist, was Sony im Angebot hat, klingt der X90L echt beeindruckend gut und besser als alle ähnlich teuren Alternativen. Außerdem kann er lauter als andere spielen, bevor er anfängt zu verzerren, weshalb man anfangs gar nicht direkt eine Soundbar oder ähnliches braucht. Doch auch in einem Surround-System kann der X90L super arbeiten. Denn einerseits kann er sowohl DTS als auch Dolby Atmos via eARC an einen AV-Receiver oder eine Soundbar übertragen und unabhängig davon kann er als Center Speaker mit einer passenden Sony Soundbar oder dem HT-A9 Surround-System kombiniert werden. Kurz gesagt ist der Sony X90L ein wirklich guter Mittelklasse-Fernseher, der eigentlich alles genauso anzeigt, wie es gedacht ist. Oder dank Sonys vorbildlicher Bildverarbeitung sogar noch etwas besser. Ob der X90L jetzt für dich die richtige Wahl ist, hängt von deiner Situation und natürlich vor allem vom Preis ab. Suchst du nach einem wirklich großen Fernseher, vor dem du relativ zentral sitzt und den du zum Gaming, Streaming und ganz normalen Fernsehen schauen nutzt, dann könnte der Sony-Fernseher eine super Option sein. Gerade in den kleinen Größen bis einschließlich 65 Zoll bekommt man aber oft für einen ähnlichen Preis schon einen OLED, wie den LG B3 zum Beispiel. Und auch wenn die Spitzenhelligkeit des X90L da noch etwas höher ist, so kann er in der Bildqualität im Allgemeinen nicht mehr mithalten. Es lohnt sich auf jeden Fall, die aktuellen Angebote zu überprüfen, denn man kann davon ausgehen, dass der X90L auch in 75, 85 oder 98 Zoll noch deutlich günstiger wird. Den ausführlichen Test findet ihr wie immer auf hifi.de. Und sagt uns gerne noch unten in den Kommentaren, wie groß euer nächster Fernseher werden soll. Dann wissen wir auch immer besser Bescheid und können darauf eingehen. Ich sage nur noch bis zum nächsten Livestream oder Video. Macht's gut. Ciao.